Ich empfinde Rammstein als wirklich erste natürliche Boy-Group-Band. Rammstein, kein Vogel singt mehr. Rammstein, und die Sonne scheint. Eine Ehe zu sechst. Und das Hauptding ist Liebe in allen Formen, in allen Varianten. Rammstein ist Rammstein. Im Osten war Arbeitspflicht, also du durftest nicht arbeiten. Ich habe Stuckateur gelernt. So was mit Telefon, Montage. Heizer. Werkzeugmacher. Du durftest praktisch keine Amateurmusik machen und nicht arbeiten nebenbei. Du musst immer so einen Alibi-Job haben. Bevor Rammstein sich gegründet hat, kannten wir uns alle schon vorher. Wir waren alle Freunde. Willst du bis der Tod euch scheide, treuer sein für alle Tage? Ein paar von uns kommen noch aus Schwerin und haben dort Musik gemacht und ein paar haben gleichzeitig in Berlin Musik gemacht. Und wenn man früher im Osten Musik gemacht hat oder in einer Band gespielt hat, dann kannte man sich zwangsläufig. Das war bei mir diese Punk-Sache. Bei Paul war das ähnlich. Olli hat in so einer Art Folk-Geigenband gespielt. Richard kommt aus dem Crossover-Bereich. Dann waren wir schon 5. Dann fehlte noch Flake, der Keyboarder. Den haben wir dann mühselig überreden müssen, weil er wollte bei Rammstein nicht mitspielen, weil es ihm zu doof war. War ihm zu stumpf und zu langweilig und zu streng. Und wir wussten aber, wir brauchen A, einen Keyboarder und B, einen Mensch, der so ein bisschen dagegen hält. Wenn jetzt Rammstein Gulasch ist, musst du ein Löffelchen Zucker drin machen, dass der Gulasch gut schmeckt. Weißt du? Dann war Flake. Man sagt, Mensch, Flake, Mensch, mach doch mal mit. Sind wir 6 oder sind wir 5? Und er hat immer nicht geantwortet. Der hat eigentlich bis heute noch nicht geantwortet. Wahrheit einander. Wir wollten Maschinen und eigene handgemachte Musik zusammenführen. Und haben dann zu Hause eine Art Demo produziert, wo Till dann immer irgendwie abends unter der Bettdecke irgendwie seine Songs eingesungen hat, weil es ziemlich spät war und wir konnten den Nachbarn nicht stören. Wir haben dieses Tape dann irgendwann abgeschickt und haben sofort den Senatswettbewerb in Berlin gewonnen. Dazu kam, dass wirklich jeder auf seine Art und Weise Stress mit seiner Beziehung hatte. Entweder wurde er verlassen oder hat gerade seine Freundin verlassen. Und in diesem Kummer bestand natürlich viel Austausch. Also das war so eine Verbindung zwischen Austausch und Musik machen. So eine Urkraft, die damals irgendwie existierte. Schmerz oder Leid ist die beste Ausgangsbasis für einen Künstler, für sich zu äußern. Wir alle hatten dieses Gefühl, wir fangen jetzt nochmal von vorne an. Also mit einem neuen Namen, mit neuer Musik und mit den Möglichkeiten, die natürlich für uns das neue System nun also auch mitgebracht hat. Also dass man halt Plattenverträge machen konnte. Du riechst so gut, ich geh dir hinterher. Du riechst so gut, ich finde dich. Da haben wir schon ein bisschen überlegt, was könnte man anders machen, als es üblich ist. Sagen wir so. Also für uns sah das Bild, das musikalische Bild des Westens so aus. Dort gibt es einen Haufen guter Musiker, die alle versuchen, amerikanische und englische Bands zu kopieren. Also wenig wirklich eigenständige Bands. Willst du hin? So ganz allein treibst du davon. Den Stil haben wir gefunden, indem wir alle genau wussten, was wir nicht wollen. Und wir wollten genau nicht amerikanische Funky-Musik machen oder Punk eben oder irgend sowas, was wir gar nicht können. Wir haben gemerkt, dass wir nur diese Musik können, die wir auch spielen. Und die ist halt mal sehr einfach, stumpf, monoton. Das passt eben zu uns. Wir sind als Band eine sehr, sehr offene Band, die immer alle Wege probieren. Wir haben bei Rammstein immer verschiedene Meinungen zu jedem Thema. Da gibt es welche, also von 6 ist einer mindestens immer ganz doll dagegen.
persönlich gibt es eigentlich zwei wesentliche Entwicklungen. Die eine ist, dass die Musik ein bisschen feinsinniger geworden ist, nicht ganz so grob, schlechtig und wütend wie auf der ersten. Aber das Beste an der zweiten Platte ist für mich, dass Till angefangen hat zu singen, also und nicht nur spricht. Dieser Urknall, wenn du den Song schreibst und wenn es zusammenpasst, wenn die Harmonie in eine andere übergeht und du das Gefühl hast, jetzt hast du einen Song fertig. Das ist für mich das größte Erlebnis überhaupt. Du bist der Tod euch scheide, treuer sein für alle Tage. Nein! Nein! Ich habe Spaß daran, mich auf der Bühne zu verstellen, zu kleiden. Da habe ich einfach Spaß daran. Alle anderen wahrscheinlich auch. Also es gehört für mich zum großen Teil zur Show einfach dazu. Wenn du teilweise so gebaut sind und auf der Bühne so auftreten, das ist eine Koketterie mit der ganzen Sache, hat aber nichts mit irgendwelchem Männerkult von uns zu tun. Wir machen einfach das, was gerade so angeht. Ist auch ein bisschen Theater mit bei. Wobei, ein Typ, der jetzt Mephisto spielt, muss schon ein bisschen was in sich haben, um den Mephisto zu spielen. Jetzt hast du Angst und ich bin so weit. Mein schwarzes Blut versaugt dir das Kleid. Man kann unsere Texte eigentlich nicht falsch verstehen oder in die falsche Kehle kriegen. Das sind ganz normale romantische Texte und jedes Kind, was 16 ist, hat schon so viel Dreck im Fernsehen gesehen, dass wir dagegen wie Waisenknaben sind, also von der Gefährlichkeit her. Komm, mein Boot, ein Sturm kommt auf und es wird Nacht. Wo willst du hin? So ganz allein treibst du davon. Ich weiß auch nicht, warum sich immer da alle an diese Tabuthemen so krallen. Das sind auf einer Platte vielleicht 2 oder 3, maximal 4. Mir fällt zu gewissen Riffs einfach durch die Härte der Musik auch nichts anderes ein. Ich kann da ja nicht, das wäre, als würdest du einen Barockrahmen um abstraktes Bild machen. Also das muss schon irgendwo passen irgendwo. Hartes Riff, harter Text, weiches Riff, weicher Text. Wo willst du hin? So uferlos die kalte See. Genauso ist es mit unserem Foto. Wir haben doch das erste Plattenfoto gemacht, also das Coverfoto. Und da stand dann in der Zeitung später, wir geben sich als Herrenmenschen. Aber es ist totaler Quatsch, es ist einfach ein Foto. Ich wäre lieber Spanier, dann hätten wir jetzt den ganzen Stress nicht, weißt du? Du hast mich, du hast mich, du hast mich gefragt. Also nur kurz an der Oberfläche zu kratzen und dann Dinge rein zu interpretieren, die nicht da sind, das finde ich richtig vermessen. Du bist zum Tod der Scheide, sie leben auch in schlechten Tagen. Das Publikum versteht einen eigentlich eher als der Journalist. Aber leider schreibt eben nicht das Publikum, sondern dieser Journalist. Die Presse überrascht uns immer wieder mit ihren Einfällen. Mein Bemühen bei der ganzen Sache ist eigentlich eine krasse Aussage zu machen irgendwo, aber sie zu umschreiben mit Allegorien irgendwie, also so ein bisschen verblümt, wie die alten 60er-Jahre-Schlager waren, wo sie, also ich bleib heute Nacht bei dir, aber eigentlich weiß jeder, dass sie beide richtig rumficken. Was ich so gut finde an diesen Texten, dass sie immer 2 Ebenen haben. Also nie einseitig beleuchtet sind.
wollen ja, dass man ihnen nachsteigt. Das ist das normale Balzverhalten. Jeder V hat ein riesengroßes Pfauenrad hinten dran, ne? Und jeder Buntspecht ist bunter als das Weibchen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er sehr beeindruckend wirkt, wenn man bei uns im Konzert steht. Wüsste aber nicht, wie ich diese Band finden würde, wenn ich nicht dazugehören würde. Die Qualitätskontrolle sind wir. Was uns gefällt, ist gut. Und das war dann auch immer gut. Es gibt einen Teil der Leute, die einem sagen, mach genau das immer. Das erste Geld habe ich in der Lehre verdient. Kassierer an der Flaschenkasse. Das erste Geld habe ich in einem Torfstich gearbeitet in den Sommerferien. Und wurde nach 3 Tagen rausgeschmissen. Ohne Wehrende. Wenn man keine Hoffnung mehr in sich trägt, dann ist man, glaube ich, nicht mehr in der Lage, viel zu tun. Ja, unbedingt. Jeden Tag, jeden Morgen. Gewinnt man mit der Zeit? Sehr, sehr wichtige Sache. Unwichtig. Man sollte vor jedem Menschen ein Stück Respekt haben. Verliert man mit der Zeit? Ist eine gute Sache. Wichtig. Domina, tja, warum nicht? Ist nicht mein Fall. Nicht mein Thema. Ich kenne eine. Willst du bis der Tod euch scheiden, Treue sein? Nein! Nein! Als wir unser erstes Video machen wollten, kannten wir keinen einzigen Videoregisseur und haben einfach die CDs an alle Regisseure geschickt, die wir aus dem Kino kannten. Unter anderem auch an David Lynch, und der hat uns einen netten Brief zurückgeschrieben. Er sagt, tut mir leid, ich habe keine Zeit, aber Musik gefällt ihm ganz gut. Und er hatte den CD-Wechsler im Auto drin und er musste jeden Tag zum Drehort fahren, und da hat er die aus Versehen sich dann so angehört, bis er sich dran gewöhnt hat. Erfolg, den spürst du eigentlich du selber kaum von dir, sondern Erfolg, den spürst du meist immer durch andere Menschen, die auf dich zukommen. Das ist eigentlich so eine Reflexion der Menschen, die auf einmal anders agieren, als du die vorher irgendwie kennengelernt hast, dass du jetzt auf einmal für die ein Star bist. Da bin ich bei uns froh, dass wir alle um die 30 sind und, glaube ich, anders mit Erfolg umgehen kann als mit 18. Ja, wir machen seit 16, 17 Jahren Musik oder so. Und da kann es einem nicht schnell genug gehen dann zum Schluss. Das Allerwichtigste für diese Band ist einfach, das zusammen zu bleiben, weil für mich gibt es nur diese Konstellation in Rammstein. Und für mich wäre das Ende Rammstein, wenn jemand aus dieser Band gehen würde. Insofern ist für mich das Allerwichtigste, dass die Band zusammenhält. Rammstein, die Sonne scheint.